Ich hatte teilweise tatsächlich so schlimme Herzrhythmusstörungen, dass ich gedacht habe, ich kriege jetzt einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Oh. Das war häufig so. Dann hatte ich einmal, das klingt banal, aber es war wie Folter. Ich hatte im Bauch Juckreiz. Herzlich willkommen, Birgit. Ich freue mich so, dass du hier bist und wir über das spannende Thema krank durch Brustimplantate sprechen dürfen. Du hast eine ganz eigene Geschichte. Heute bist du die Gruppengründerin von Krank durch Brustimplantate, hatte schon verschiedene TV-Auftritte und auch Oliver Pocher hat bereits deine Arbeit erwähnt. Und heute sprechen wir darüber, wie es dazu kam, wie deine Aufmerksamkeit für dieses Thema sensibilisiert wurde. Ich würde sagen, es ist deine Bühne, liebe Birgit. Herzlich willkommen. Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass unser großes, wichtiges Thema für alle Frauen in meinen Augen eine Plattform findet, wieder eine neue Plattform, eine weitere. Das ist ganz toll, weil ich halt auch der Meinung bin, dass es jede Frau einmal gehört haben muss, was Brustimplantate machen können. Ja, umso mehr freue ich mich, dass ich heute dein Gast bin. So schön. Ja, ja, dann fange ich mal an zu erzählen. Wie kam es dazu? Also, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Super gerne. Ja, ich habe eine Essstörung, seit ich ein kleines Mädchen war, also seit ich 5 Jahre alt war, würde ich mal sagen, was dazu geführt hat letztendlich, dass ich irgendwann sehr, sehr dick war. Ich bin es inzwischen wieder. Das liegt eben in der Natur der Dinge. Und habe irgendwann sehr, sehr viel Gewicht abgenommen. Also ich habe immer ab und zu genommen, immer ab und zu und ab und zu. Und irgendwann war dann nochmal eine sehr große Gewichtsabnahme zuletzt. Und dann ist es mir gelungen, tatsächlich sehr lange schlank zu sein und so ein gesundes Essverhalten zu haben. Und dann habe ich wirklich versucht, über viele Wege, auch therapeutisch begleitet, Körpergruppen und so weiter, Körperarbeit, wirklich versucht damit zurechtzukommen mit meinem Anblick, weil ich wollte das. Aber ich habe wirklich sehr, sehr gelitten, muss ich sagen. Also es war für mich ein unheimlich hoher psychischer Leidensdruck, weil ich sehr viel Hautüberschuss hatte. Und dann war tatsächlich die Überlegung, eben diese überschüssige Haut entfernen zu lassen und auch die Brust tatsächlich straffen zu lassen, also auch da den Hautüberschuss entfernen zu lassen. Und ich wollte tatsächlich auch gar keine Implantate haben. Also so ich sag mal, mein Naturell wusste irgendwie schon oder hat gedacht, kann nicht so gut sein. Die waren ja auch tatsächlich schon verboten vorher in den USA. Na gut, und dann war ich eben beim plastischen Chirurgen und ich muss sagen, klar, am Ende ist es meine Verantwortung, dass ich am Ende ja gesagt habe, die darf ich nicht abgeben. Ich muss aber auch sagen, es war für mich in meinen Augen heute ein Verkaufsgespräch. Also es war so nochmal so die Aussage, das passt nicht zu Ihnen, Sie haben kaum eigenes Brustgewebe, das ist nur Haut, wenn ich das wegschneide, sind Sie ganz flach und das sieht nicht sehr weiblich aus. Und ich hatte einfach schon so lange das Gefühl, nicht weiblich zu sein in meinem Körper und war sehr in der Scham. Und dann war das natürlich schon auch sehr verlockend. Also auch das Gefühl, boah, ich war schon so lange verzweifelt und dachte, ja, dann machen wir es Ja. jetzt richtig Dann schön. wurden in dem Gespräch so die richtigen Triggerpunkte gedrückt quasi. Ja. Ja, schon. Ja, weil ich war einfach wirklich lange so im Leid drin, sage ich mal. Und dann war das natürlich die Vorstellung dann, wow, dann sieht es richtig toll aus und passt alles zusammen und so, die war schon gut. Und es war dann tatsächlich auch eben so, und das erfahren wir eben heute noch und immer wieder, dass mir wirklich kommuniziert wurde, die Dinger sind sicher, da passiert nichts, das ist die neueste Generation. Witzigerweise, oder was heißt man, witzigerweise nicht, aber irrsinnigerweise sind meine sogar schon wieder weltweit vom Markt genommen, weil sie eben einen Lymphkrebs auslösen können. Ja, also so viel zu dem Thema, die sind sicher und das ist die neueste Generation. Ähm, Da kommt tatsächlich dieser Standardsatz, das ist schon, also viele, viele Frauen sagen das und den habe ich auch gehört, da kann ein LKW drüber fahren. Also über mich ist kein LKW gefahren, ja, und am Ende war eins davon kaputt, als es rausgenommen wurde. Ja, und also wirklich, ich habe mich dann wirklich sicher gefühlt damit. Ja, so meine anfänglichen Bedenken und meine Skepsis, die wurden ausgeräumt. Und im Prinzip habe ich dann auch wirklich diesem weißen Kittel vertraut. Ich muss das sagen. Also ich habe dann tatsächlich auch dem Arzt vertraut.
was auch sehr typisch ist. Also so, genau. Und ja, dann wurden die eingesetzt und ich habe 4 Jahre lang wirklich habe ich mich gefühlt wie neugeboren. Ich war happy damit. Ich habe das nie als Fremdkörper empfunden. Das sah super schön aus. Es sah nicht künstlich aus. Ich war aus der Scham draußen. Also das heißt, für mich war das wirklich ein hoher Nutzen und auch, also ich habe mich wirklich wohlgefühlt damit, ja. Aber Ja. dann wurde ich eben krank. Ne? Nach welcher Zeit wurdest du krank? Oder wie lange konntest du es genießen, die künstlichen Brüste? Also im Nachhinein würde ich sagen, also ich habe es nicht so gemerkt von Anfang an, weil es schleichend kam bei mir. Das ist sehr unterschiedlich in den Erfahrungsberichten. Bei manchen Frauen kommt es wirklich von heute auf morgen. Bei mir kam es schleichend und ich würde tatsächlich rückwirkend sagen, dass es mir 4 Jahre richtig gut ging damit. Und dann fing ich an, krank zu werden. Mein Körper hat total schlapp gemacht mit den unterschiedlichsten Symptomen. Mir ging es nur noch schlecht und immer schlechter. Und es war auch so, war so ein Sammelsurium an Symptomen, was auch so, das konnte niemand einordnen. Also an einem Tag hat mir das wehgetan, am nächsten Tag das. Also ich kann ja mal ein paar Symptome aufzählen. Mir war schwindelig, ich hatte plötzlich Sehstörungen. Mir ist mein Arm abgestorben, mein linker, der hat sich völlig taub angefühlt. Ich hatte Muskelschmerzen, Nervenschmerzen. Ich wurde total vergesslich. Ich hatte permanent Rachenentzündungen, ganz extrem, also mit heftigen Schmerzen. Ich war bei so vielen Fachärzten. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Ich bin total abgeklärt worden. Im Nachhinein bin ich circa 2,5 Jahre von Arzt zu Arzt gerannt, war in der Notaufnahme im Krankenhaus sehr häufig. Mein Mann saß mit mir wirklich nächtelang in den Notaufnahmen und es wurde nichts gefunden. Ja, und warum kamst du in die Notaufnahme oder hast du dich eingeliefert? Was Also war ich das ich Symptom? hatte teilweise tatsächlich so schlimme Herzrhythmusstörungen, dass ich gedacht habe, ich kriege jetzt einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Oh. Das war häufig so. Dann hatte ich einmal, das klingt banal, aber es war wie Folter. Ich hatte im Bauch Juckreiz. Man kann sich das vorstellen, wie wenn jemand ein Gipsbein hat und es juckt und du kommst nicht dran. Und das war so schlimm, dass ich bin schier wahnsinnig geworden. Ich habe geweint vor Juckreiz und es wurde nichts gefunden, ja. Hm. Und also genau, manchmal hatte ich ganz schlimm Probleme im Gallebereich. Also hatte ich einen Gallestau, hatte ganz schlimme Schmerzen wie eine Gallenkolik. Da war ich dann auch im Krankenhaus. Mhm. Aber es wurde nie irgendwas gefunden. Im Prinzip wurde mir am Ende immer wieder gesagt, könnte psychosomatisch sein. Na klar, je länger es gedauert hat mit dieser breit gefächerten Symptomatik auch. Und dadurch, dass die sich immer so abgewechselt haben. Das kam so wie in Schüben, war wirklich irgendwann so die Idee bei den Ärzten, naja, also Problem ist wahrscheinlich zwischen den Ohren. Ja, und ja, das war für mich echt richtig schlimm. Also ich war immer so eine Powerfrau. Ich habe immer ganz viel und schnell und gerne gearbeitet und ganz viel gemacht und habe dann gemerkt, dass ich immer müder werde und einfach nicht mehr leistungsfähig bin auf der Arbeit vom Stuhl gekippt. Ja, ich hatte damals auch einen guten Job, also auch ich weiß, ich kriege das zeitlich gar nicht mehr so auf die Reihe. Also ich habe dann auch meine zweite Arbeitsstelle tatsächlich verloren. Als Chefarztsekretärin war ich da schon eingearbeitet und sollte im Prinzip die Nachfolge antreten von einem Klinikchef. Und dann wurde mein Vertrag nicht verlängert, weil ich halt wirklich andauernd gefehlt habe dann am Ende. Ne? Ich war nicht mehr leistungsfähig. Bin ich immer noch nicht, aber das kann ich ja dann noch erzählen. Ja. Ähm, Ja, die genau. Langzeitfolgen sind auch super spannend, ja. Ja, Ja. ja, Das heißt, du genau. bist 2,5 Jahre von Arztpraxis zu Arztpraxis getigert und dann wird man ja ganz klassisch herumgereicht, da HNO, da ein MRT, hier eine Röntgenaufnahme, hier ein Blutbild und niemand wusste eigentlich, was los ist. Nö. Auch mein Blutbild war immer, meine Blutwerte waren gut. Die waren in Ordnung. Und dann war für meine Hausärztin sowieso klar, wenn das Blutbild okay ist, dann muss ja alles Psychosomatisch. okay sein. Ja, Ja, genau. ja. Genau. Und das wiederholt sich wirklich in den meisten Erfahrungsberichten jetzt. Ne? Da erzähle ich ja dann später noch was drüber. Genau. Also das sind so auch ganz typische Erfahrungen vieler Frauen, die Brustimplantate haben. Dass sie krank sind und niemand findet was, dass sie Psychopharmaka bekommen, dass die Blutwerte top sind. Ja, ja, das kennen wir leider. Ja. Genau. Mhm.
Ja. Das heißt, was macht man, wenn die Spezialisten einem nicht mehr helfen können? Man geht früher oder später selber auf die Suche nach der Lösung. Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben extrem viele Frauen, die verzweifeln, die tatsächlich dann in der psychosomatischen Reha landen, die Psychopharmaka auch nehmen, die einfach nicht mehr weiter wissen. Bei mir war es so, dass dann irgendwann meine Schwester gesagt hat, es gibt eine amerikanische Gruppe zum Thema Silikonimplantate, guck doch da mal. Ja. Ich hatte das nie in Verbindung gebracht, weil ich die ja auch nicht als störend empfunden habe, habe ich selbst nicht mal die Idee gehabt, das könnten die Implantate sein. Ja, ich habe einfach nicht dran gedacht, auch kein Arzt hat dran gedacht. Und dann habe ich eben die größte, also heute größte amerikanische Gruppe gefunden. Die hat jetzt über 140.000 Mitglieder, über 140.000 Frauen. Inzwischen gibt es weltweit viele, viele, viele Gruppen. Also insgesamt weiß ich gar nicht, wie viele Betroffene wir sind, plus natürlich die riesen Dunkelziffer, ja, an Frauen, die noch immer das nicht in Verbindung bringen mit ihren Implantaten. Also ich weiß nicht, wie viele wir sind, aber wir sind sehr viele. Und dank der Vernetzung finden wir uns jetzt. Das ist ja schön, ja, das ist ja wirklich ganz toll. Ja, und dann habe ich gelesen, ich glaube, 3 Wochen lang Tag und Nacht gelesen. Damals war mein Englisch noch, also, oder wieder relativ schlecht. Ich habe irgendwann mal mein Abi in Englisch geschrieben, aber das war halt ohne Übung, war ich da nicht mehr so im Thema. Und dann sind da ja auch viele Fachausdrücke dabei. Und ich saß da wirklich Tag und Nacht mit dem Übersetzer nebendran, ja, und habe gelesen. Jetzt grinse ich, aber ich war geschockt, ja. Ich habe geweint, weil ich habe gelesen und habe mich in diesen Erfahrungsberichten so wiedergefunden. Ja, 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 genau. Und dann war irgendwie klar, also für mich war auch nicht einmal der Gedanke, nee, da kannst du dich nicht von trennen, sondern es war klar, mir ging es so schlecht, dass ich nur gesund werden wollte, sonst nichts. Das ist so bei den Frauen jetzt ein bisschen unterschiedlich. Je schlechter es eben den Frauen geht, umso weniger interessieren sie sich am Ende für das ästhetische Ergebnis nach der Explantation, sondern wirklich, wenn der Leidensdruck und die Krankheit jetzt so stark sind, dann wollen die Frauen das einfach nur noch raushaben und gesund sein. Aber natürlich viele jüngere Frauen, die vielleicht gerade erst so am Anfang erkrankt sind oder die es jetzt vielleicht sogar vorsorglich rausnehmen wollen, für die ist es schon ein großes Thema, auch wie es nach der Explantation dann aussieht, ja. Weil wir hatten ja alle einen Grund, warum wir es uns haben einsetzen lassen. Na, genau. Ja. ja, über Soll ich diesen einfach Grund, weiter erzählen? ja, über diesen Grund würde ich auch noch gerne sprechen. Was ist, es gibt ja ganz verschiedene Gründe, zum Beispiel nach einer Brustkrebsoperation. Also es muss ja nicht immer nur ästhetisch sein, dass man sagt, man möchte die perfekte Brust haben. Was ist deiner Erfahrung nach so die Gründe? Also ich habe mal Zahlen gesucht und habe gefunden, dass eine Studie gemacht wurde und tatsächlich 42% der Frauen gerne größere Brüste hätten. Also es ist auch wohl ein gesellschaftliches Problem, Ja, dass uns irgendwas suggeriert wird, ja, dass wir da wohl einfach bitteschön ein bisschen voluminöser gebaut werden. absolut. Ja, klar. Also wenn man sich anguckt, die Zahlen, also in Deutschland steigen die Implantationszahlen. Die Frauen, die das machen, werden immer jünger. Das ist jetzt schon schick, das zum 18. Geburtstag zu machen oder zum Führerschein geschenkt zu bekommen. Und wenn man sich dann halt auf Insta zum Beispiel umguckt, wie viele Influencerinnen dafür Werbung machen für Brust-OPs. Das wird so dargestellt, so fast Boobs to go, ja. Also wir machen das mal eben schnell. Das Implantieren geht ja auch schnell, ja. Wird so als völlig harmlos dargestellt und tatsächlich, ja, kriegen wir einfach ja dieses vermeintliche Schönheitsideal im Prinzip von klein auf gezeigt, egal wo, ja, dass eine Frau halt kurvig sein sollte, zumindest im Brustbereich, ja, dann unterhalb der Brust dann bitteschön wieder nichts, ja, aber äh, die Brust schon. Das ist zum Beispiel in USA rückläufig, ja, da ist wieder flach, also oder Natural Boobs halt wieder angesagt, ja, was ja auch Sinn macht. Wobei ich finde es insgesamt doof, überhaupt Trend zu setzen, wie eine Brust auszusehen hat. Ja, wir sind so Ja. unterschiedlich. Wenn jemand von Natur aus eine große Brust hat, soll die sich dann doof fühlen, wenn jetzt gerade flache Brüste modern sind. Also, ne, das ist so,
Also, da gibt es eigentlich, ist es schlimm, dass da überhaupt Trends gesetzt werden, ja, aber das Ja. passiert natürlich immer, davon leben ja ganze Industriezweige, ja. Und ja, also wir sind sehr beeinflusst und ich glaube, es ist ein kleiner Teil Frauen dabei, also das kann ich jetzt einfach aus meiner Gruppenerfahrung sagen, die tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichelchen ein bisschen größere Brüste haben wollen. Aber es sind viele Frauen dabei, die meinetwegen eine Brustfehlbildung hatten, also eine tubuläre Brust oder eine Brust weniger entwickelt. Ähm, Frauen, die mehrere Kinder gestillt haben und einfach dann nur noch Haut übrig haben und sich dann damit halt auch nicht mehr weiblich fühlen. Viele, viele Brustkrebspatientinnen, was ich echt tragisch finde, das sind Frauen, die haben schon so eine Odyssee hinter sich Ja. und freuen sich dann, dass sie eben doch wieder eine Brust haben können und erkranken wieder. Also was für eine Tragik, ja, in sich. Und eben, oder eben Frauen wie ich, die dann eben viel Gewicht verloren haben. Also es sind die unterschiedlichsten Gründe. Und aus dem Grund, viele, die mit dem Thema in Berührung kommen oder die ich anspreche, die denken, ja, Brustimplantate, was interessiert mich das denn? Ja, das betrifft eine Randgruppe. Es ist überhaupt kein Randgruppenthema, weil also spätestens jede Frau kann ja die Diagnose Brustkrebs auch bekommen. Und spätestens dann, wenn man dann noch nie was darüber gehört hat, wie krank Brustimplantate machen können, dann sagt man wahrscheinlich eher, ja klar, ich nehme ein Implantat oder zwei, je nachdem. Und wenn man das dann schon mal gehört hat, dann kann man wenigstens ein bisschen Bedenkzeit sich nehmen und recherchieren. Jetzt gibt es ja eben auch seit circa 3 Jahren, seitdem ich das gestartet habe, die Aufklärungsarbeit, gibt es ja auch deutschsprachige Infos. Und darum gehe ich halt wirklich auch aktiv in die Medien, ne? Und kontaktiere Journalisten und Zeitungen, weil ich einfach denke, es sollte jede Frau einmal gehört haben. Da geht es mir überhaupt nicht darum, meine Geschichte zu erzählen, sondern ich möchte, dass Frauen gewarnt sind einfach. Oder eben Frauen auch, die schon erkrankt sind, wissen, okay, das könnte von den Implantaten kommen. Also wie gesagt, ich habe eine Facebook-Gruppe, habe eine Homepage geschrieben und im Prinzip besteht mein ganzer Tag daraus, wirklich jetzt zu unterstützen. Ja, also mich erreichen den ganzen Tag auf allen Kanälen irgendwelche Hilferufe, Fragen und so weiter. Und das heißt, der Bedarf ist unheimlich groß. Ja, die Ärzte sind mit uns im Austausch. Wir helfen bei Krankenkassenanträgen. Also die Arbeit ist so breit gefächert. Ja, wir haben tatsächlich eine Psychologin in der Gruppe, die auch Körperarbeit macht. Wir haben die Corinna, ist auch in der Gruppe, genau. Wir haben Flyer, die zeige ich jetzt einfach mal. Ja, das ist mein Flyer. Dann haben wir noch einen Vereinsflyer, die halte ich mal ins Bild, genau. Also wir arbeiten wirklich auf allen Ebenen und deshalb freue ich mich, wenn Frauen, also auch wenn es traurig ist, aber ich freue mich, wenn Frauen zu uns stoßen, können auf meine Homepage kommen, da ist der Link zur Facebook-Gruppe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich anzurufen, wenn jemand gar nicht zu Facebook kommen will. Es gibt schon auch Leute, die das nicht möchten. Ja. Genau, bei Insta sind wir und ja. Ja, Aufklärung ist so wichtig, unbedingt. Ja. Man darf das nicht einfach einem Industriezweig überlassen. Da wird natürlich damit viel Geld verdient und das dürfen nicht die bestimmen, was die Studienlage ist. Und die Studienlage ist ja eben anscheinend sehr haarsträubend. Aber bevor wir das beleuchten, möchte ich nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, du hast 3 Wochen das Internet durchforstet mit dem Übersetzer und warst geschockt, tiefst geschockt, dass all das, was dir widerfahren ist, all diese Notaufnahmen, diese Symptome, die aufgetaucht sind, dass du einen Job verloren hast, alles auf diese Brustimplantatooperation zurückzuführen ist. Was war dann da dein nächster Schritt? Also heute kann ich sagen, bin es falsch angegangen. Es gab hier, ich wusste hier in Deutschland, kannte ich keinen Arzt, der eine bestimmte OP-Technik anwendet, also der en bloc operiert. Das heißt, der die Kapsel, die sich um das Implantat bildet, in einem entfernt, beziehungsweise alle Kapselreste entfernt, wenn das nicht gelingt. Und heute, also wie soll ich sagen, meine Schwester sagte damals zu mir, flieg doch in die USA, weil da gibt es schon en bloc Operateure. Die gab es hier auch wahrscheinlich, aber ich kannte keinen, ja, und wusste nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Und mir erschien diese Reise nach USA
viel zu groß. Ich war erstens so krank und ich dachte, naja, das muss hier auch jemand können. Und bin dann tatsächlich zu meinem Implanteur gegangen. Und ich wusste ja schon, ich war ja schon informiert über die amerikanische Gruppe, was ich haben will, dass ich detaillierte Fotos haben will, dass ich die Kapsel komplett entfernt haben will, also in einem und so. Und der hat mir das auch alles zugesagt. Der hat mir das zugesagt. Am Ende ist es so nicht durchgeführt worden. Und das heißt, also ich habe keine Fotos bekommen. Das heißt, ich weiß bis heute nicht, ob die Kapselreste entfernt wurden. Er sagt mir das zwar mündlich zu, auch schriftlich hat er es mir zugesagt, aber ich weiß leider aus vielen, vielen Erzählungen und Erfahrungen, dass da gelogen wird. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass mein Arzt da gelogen hat, aber ich weiß, dass da viel gelogen wird und dass bei Frauen in Nach-OPs dann doch Kapselreste oder ganze Kapseln gefunden werden, obwohl behauptet wird, es ist raus. Also auch da wird mit uns wieder umgegangen, wie, ja, wie soll ich sagen, als hätten wir keinen Wert. Ja? Also wenn man sich nicht wieder öffnen lässt, weiß man es nicht. Und also ein Implantat war eben Matsch. Das konnte man vorher nicht sehen oder es wurde nicht gesehen im MRT, warum auch immer. Und in der OP hat sich das rausgestellt. Und wenn ich da eben bei einem Arzt gewesen wäre, der akribisch en bloc operiert hätte oder das zumindest versucht hätte, dann hätte ich nicht nochmal so eine ganze Ladung Silikon abbekommen, freies Silikon. Meine OP hat sehr lange gedauert, 6 Stunden. Ich hatte eine Straffung dabei und habe einen Fetttransfer machen lassen. Der hätte meines Erachtens nicht gemacht werden dürfen nach der Ruptur. Ich hatte das halt vorher entschieden, dass ich den haben will. Ich hatte dann schon wieder Gewichtsschwankungen durch die Essstörung halt. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das alles in einem. Aber meines Erachtens hätte der Arzt in der OP wegen der Ruptur sagen müssen, ich mache das nicht, weil ich war ja in Narkose. Aber er hat es für mich so entschieden. Heute habe ich Ölzysten, Verhärtungen, Schmerzen, geschwollene Lymphknoten, also kann auf der Seite nicht liegen. Ich habe nach wie vor Probleme und bräuchte auch eine Nach-OP tatsächlich. Ja, Ja. genau. Das heißt also, bei der Operation wurde gesehen, dass ein Silikonimplantat Matsch war. Das heißt, Silikon kontaminiert mit deinem umliegenden Gewebe. Was passiert da? Genau. Also wenn man Glück hat, sage ich mal, dann ist eben die Kapsel heile. Also wenn der Operateur die heile rausbekommt, dann hat man nur in Anführungsstrichelchen das Silikon, das eben sowieso freigesetzt wird aus Implantaten durch Silicon Bleeding oder eben bei einer Ruptur im Körper ist. Aber wenn die Kapsel eben verletzt wird, dann verklebt sich auch noch also das war wie so eine, man kann das gar nicht beschreiben, das ist eben nicht schnittfest, so wie damit geworben wird, ja, wie wenn man ein Gummibärchen durchschneidet, sondern es ist ganz klebrig wie ein altes Kaugummi, verklebt sich das komplett mit dem Brustgewebe und kann auch nicht einfach rausgewaschen werden. Also auch jetzt, wenn man dran fasst oder eine Schere dran kommt, wir haben dann mal Proben genommen und sowas abgeschnitten, es verklebt sich komplett, ja. Und es ist ganz, ganz schwer aus dem Brustgewebe zu entfernen, also lokal zu entfernen. Und es kommt halt immer dazu, jedes Implantat blutet aus, ab dem Tag des Einsetzens, in kleinsten Partikeln halt eben. Also das heißt, Silikonpartikel verteilen sich im Körper und bei einer Ruptur halt umso mehr, weil dann eben freies Silikon da ist. Und das ist halt bei mir so der Fall gewesen. Ich schätze heute, dass das bei einer Mammographie passiert ist und ich habe das dann mal nachvollzogen. Das heißt, es müsste ungefähr 2 Jahre lang frei in meinem Körper gewesen sein, also kaputt. Das heißt, ich habe vermutlich viel Silikon in meinem Körper an unterschiedlichsten Stellen. Damit erkläre ich mir halt eben auch meinen Gesundheitszustand, also dass ich nie wieder also mir geht es besser, aber ich habe mich nie erholt. Ich bin berentet dadurch, halb berentet, habe gerade Behinderung, war nochmal ein harter Kampf, kann ich nachher nochmal erzählen, wenn das interessant ist, weil ich den Kampf auch nicht nur für mich geführt habe im Prinzip. Also ja, es ist eigentlich alles schief gelaufen, was schief gehen konnte. Dann nochmal bei der Entnahme. Ich meine, klar, der Arzt kann jetzt nichts für, dass das Silikon in meinem Körper verteilt ist. Ne? Also, dass sich das schon vorher verteilt hat. Ich will ihm auch überhaupt für nichts eine Schuld geben. Ich hätte besser recherchieren sollen. Nur damals gab es halt wirklich nur englischsprachige Infos. Und ich hatte keine Ahnung. Er hat es mir ja auch zugesagt. Er hat ja auch gesagt, er macht das so, wie ich das haben will. Ja, und Aufklärung ist einfach das A und O vor jeder Operation. Also
das, das muss einfach möglich sein. Wie ist denn da die Gesetzeslage? Sind da die Frauen geschützt oder findet da kein Schutz statt? Jetzt, was wirklich die Aufklärung betrifft und dann auch, dass wenn ein Fehler passiert in der OP, also dass da nicht richtig entfernt wird, dass da dann nochmal eine Operation stattfinden muss. Wie läuft das ab? Also Aufklärung meinst du vor der Implantation? Ja, Die Aufklärung, ja. ja, schon. Also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich bei ästhetischen OPs sogar eine erweiterte Aufklärungspflicht besteht. Das heißt, da muss der Arzt eben nicht nur auf eine Kapselfibrose hinweisen und auf die üblichen OP-Risiken, die man ja immer hat, ja, sondern gerade dann müsste eigentlich ganz umfassend und ausführlich aufgeklärt werden. Das wird aber nicht gemacht. Also auch heute noch. Wir hören ja immer wieder die Erfahrungsberichte in meiner Gruppe. Es wird nicht aufgeklärt, also nicht umfassend aufgeklärt. Es wird immer noch nur die Kapselfibrose erwähnt, die üblichen Risiken halt von der OP oder auch jetzt halt bei texturierten Implantaten, dass ein ALCL entstehen kann, also ein Lymphkrebs oder ein Krebs des Lymphsystems. Darüber hinaus, klar gibt es mit Sicherheit inzwischen Ärzte, die sagen, es kann eine Breast Implant Illness entstehen, aber die meisten Erfahrungsberichte, die ich höre und lese, sagen immer noch, ich wurde ganz knapp aufgeklärt. Ja. Darum ist es uns halt so wichtig, jetzt auch wirklich den Frauen so viel wie möglich und so gut wie möglich die Infos an die Hand zu geben, worauf sie bei der Explantation achten sollten. Und das ist auch ganz schwierig, weil wir haben eben viele, viele Erfahrungswerte, ja, eigene Erfahrungen, dann sind wir weltweit vernetzt und reden darüber, tauschen uns aus und wissen einfach, dass bei einer kompletten Kapselentfernung oder idealerweise bei einer En-Bloc-Entfernung eben die größten Gesundungschancen bestehen. Und das versuchen wir den Frauen mitzugeben. Ich habe Muster, Fragebogen, Zusätze zum Behandlungsvertrag und sowas. Das stelle ich alles zur Verfügung. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen zu meiner Arbeit. Das heißt, ich möchte, dass die Frauen ganz, ganz gut informiert in so ein Explantationsgespräch gehen können und Ja. dass die auch zur Not zu dem Arzt sagen können, ich glaube, ich bin hier falsch, ich gucke nochmal weiter. Und das funktioniert super gut. Also ich kriege die Rückmeldung von plastischen Chirurgen, wenn die aus der Gruppe kommen, dass die dann unheimlich gut informiert sind und dass dann auch die Beratungsgespräche einfach also besser verlaufen und einfacher verlaufen, weil die Frauen dann wissen, was sie haben wollen. Mhm. Dass das nicht immer hundertprozentig geht. In der Medizin gibt es nichts hundertprozentiges, ja. Das ist auch klar. Aber dass man weiß, was ist das Ziel, das angestrebte Ziel bei so einer Entfernung? Wie sollte die sein? Ja, Ja. genau. Das heißt, du bist auch mit Ärzten, Medizinern im Kontakt. Und so wie ich schon gehört habe, ist da nämlich auch von der Seite ein Interesse da, dass die Frauen wirklich geschützt werden. Also dass das auch rechtlich mal strenger geregelt wird. Hm. Ja, also im Prinzip, genau, ich bin mit Ärzten in Kontakt. Also kann ja die Geschichte vielleicht noch mal kurz weiter erzählen. Dann ich habe halt eben dann nach meiner Erfahrung war ich so entsetzt, auch noch mal dann, dass es bei mir auch kaputt war. Das hat mich noch mal richtig gepusht. Ja, ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, ich habe ja wirklich den Super-GAU. Und dann habe ich meine Telefonnummer im Internet gestreut auf Schönheitsportalen, auf sogenannten. Und habe einfach gesagt, hier, wenn ihr Probleme habt oder krank seid, meldet euch. Und tatsächlich haben sich irgendwann, ein halbes Jahr später ging das los, haben sich Frauen bei mir gemeldet, immer mehr. Dann waren wir irgendwann 5, irgendwann 7 in der WhatsApp-Gruppe. Und dann habe ich gesagt, wir müssen größer werden, wir müssen das anders machen. Und dann haben wir eben diese Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Und dann habe ich angefangen, ich habe 2 Jahre lang einen Sender genervt. und und irgendwann riefen die mich tatsächlich an und haben gesagt, hey, der Redaktionschef ist neu und der interessiert sich. Und dann ging das los, weil dann in der Nacht, wir haben Nachtschicht gemacht. Also das wurde ausgestrahlt damals. Das war im November 2018. Und seitdem ist die Gruppe kontinuierlich gewachsen. Und wir sind heute über 3800 Frauen. Und ich bin halt wirklich ständig präsent in den Medien. Und dadurch kontaktieren mich natürlich auch inzwischen Journalisten von sich aus, Ärzte von sich aus. Das ist toll, ja, dass ich das inzwischen, also wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns,
Aber es tut sich schon was. Ja, also weil kann jetzt keiner mehr leugnen, ja, dass es Breast Implant Illness gibt. Es wird auf Kongressen besprochen. Es gibt immer noch plastische Chirurgen, die sagen, wir sind Hypochonder, wir spinnen, wir reden uns das ein, wir sind psychosomatisch erkrankt. Habe ich letzte Woche erst einen Screenshot geschickt bekommen, wo das jemand geantwortet hat. Da möchte ich gerne anrufen und sagen, machen Sie mal bitte Ihre Hausaufgaben. Ja, weil wie kann das sein? Also in den USA gibt es schon Studien von plastischen Chirurgen dazu. Und in Deutschland sagen Ärzte immer noch, die spinnen alle. Also das ist unglaublich. Und was ganz oft gesagt wird, ist, ja klar, sie finden die Gruppe in Social Media, lesen das und plötzlich sind sie krank. Und es ist genau umgekehrt. Die Frauen sind seit Jahren krank, keiner hilft ihnen. Und irgendwann werden sie durch jetzt so eine Aufnahme wie heute oder durch einen TV-Bericht, merken die auf einmal, ups, ja, das ist ja meine Geschichte. Und dann kommen die zu uns und dann, die meisten sagen dann nach ein paar Wochen, ich habe jetzt eine Weile mitgelesen, ich erkenne mich total wieder, ja. Und wir haben schwerst kranke Frauen in der Gruppe, wirklich. Also wir haben Frauen in der Gruppe, die können nicht mehr laufen, die können ihre Kinder nicht versorgen. Wir haben Frauen, die teilweise wirklich suizidale Gedanken haben, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, ja, nicht mehr zu funktionieren, immer Schmerzen zu haben, immer krank zu sein. Also das ist auch ein Riesenleid. Natürlich nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen. Ja. Und wie ist das also bei deiner OP, wo die Brustimplantate rausgenommen wurden, sind da grobe Fehler passiert. Wenn das jetzt gut gemacht wird, haben die Frauen die Hoffnung darauf, dass sie frei werden von diesen Schmerzen? Also ich meine, wir sind ja alle unterschiedlich und wir sind alle unterschiedlich erkrankt und jeder hat ein Vorleben. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn jemand vielleicht, also wir sind ja immer eine Addition, ja, dessen, was wir uns zuführen. Raucht jemand, ist jemand komplett tätowiert, also das hat nichts gegen Tätowierungen, darum geht es nicht, aber die Frage immer, hat jemand wurzelbehandelte Zähne, wie ernährt er sich? Hatte er schon eine Autoimmunerkrankung? Von daher ist es schwer zu sagen. Es ist einfach so, nach den Erfahrungen und auch nach der neuesten Studienlage ist es so, wenn keine Ruptur vorliegt und eine saubere Explantation stattfindet, also mit kompletter Kapselentfernung, dann werden ungefähr 80-85% wirklich gesund. Natürlich nicht mit dem Tag der Explantation. Es ist je nach Erkrankungslage des Körpers dauert es einfach eine Es ist auch ein Entgiften nachher, ja, wenn die mal raus sind, ein Entgiften, eine Erholungsphase des Körpers. Und du hast es jetzt auch gerade gesagt, Ernährung, du weißt, das ist natürlich eins meiner Hauptthemen hier. Und deswegen holen wir auch die Corinna, die ja Functional Medicine Coach ist, noch dazu. Und sie wird uns auch noch mitnehmen, was es heißt, sich entzündungshemmend zu ernähren. Aber die Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, 85%, das gibt auf jeden Fall schon eine große Hoffnung, dass wenn die korrekt wieder entnommen werden, diese Silikonimplantate, dass dann wieder Besserung einkehrt. Ja, auf jeden Fall. Klar, wenn Frauen Rupturen haben, die schon lange im Körper waren, dann sind die Erfahrungswerte, zumindest jetzt in meiner Gruppe, schon so, dass es wirklich lange dauert. Also es kann, und natürlich gibt es immer der Dr. Henry Dakeman, ein niederländischer Arzt oder Wissenschaftler, der sagt immer, es gibt einen Point of No Return. Ja, das heißt klar, also wenn ein Körper ab einem bestimmten Punkt zu sehr erkrankt ist, dann gibt es natürlich Frauen, die nicht mehr gesunden. Hier sitzt ein Beispiel, ja, und die haben wir natürlich auch in der Gruppe und das ist tragisch, aber das ist so. Aber das ist ja auch bei jeder Erkrankung so. Ja, also wenn ich meine Lunge völlig geschädigt habe, muss ich vielleicht auch davon ausgehen, selbst wenn ich dann aufhöre zu rauchen, dass die sich vielleicht nicht mehr ganz erholt oder so. Ja, das ist einfach so. Das muss man sich klar machen. Ne? Ja, ja. Darum ist es, also viele Frauen sagen so, die sich noch nicht gut von ihren Implantaten verabschieden können, weil sie vielleicht noch nicht so sehr krank sind oder so oder noch gar nicht krank sind, aber uns schon finden, die sagen oft, ich warte mal, ich habe ja noch keine Probleme. Und das finde ich sehr schwierig, weil es kommt schleichend und es kommt ja auch nicht bei jedem. Ja, also jeder Körper kriegt das Silikon ab. Das ist klar, das ist ein Fakt. Aber jeder Körper kann auch anders damit umgehen. Ja, also es gibt
wenn jemand nicht gut entgiften kann und lässt sich noch Implantate einsetzen oder hat schon eine Autoimmunerkrankung gehabt und lässt sich Implantate einsetzen, dann wird es schwieriger, dann wird er schneller krank, ja, oder stärker krank. Und es gibt Frauen, die haben 20 Jahre Implantate drin und merken davon nichts. Die haben mit Sicherheit auch Silikon im Körper, ja, aber die können es offenbar dann verkraften, ja, also genau. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, also einer jungen Frau dann zu sagen, ich würde es trotzdem rausmachen. Wenn jemand noch nicht krank ist, ich würde es trotzdem rausmachen, ja. Ja. Ich heute mit meinem heutigen Wissen, aber ich kann das verstehen, dass Frauen auch Angst haben. Die haben alle große Angst davor, wie es danach aussieht. Also gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade die jüngeren Frauen oder die vielleicht ohnehin schon in ihrem Körper nicht so zurechtkamen, die haben eine große Angst und die ist berechtigt, weil es gibt wirklich Frauen, bei denen sie die Brust nach der Explantation, ähm, ich weiß immer nicht, was für ein Wort ich nehmen soll. Ich finde diese Bewertungen so schwierig oder so schade. Ich möchte nicht sagen schlimmer oder schlechter aus, aber die Brust sieht bei manchen nach der Explantation unansehnlicher aus als vor der Implantation. Und das sagt auch kein plastischer Chirurg, weil dann würden ihm nämlich die Frauen weglaufen im Beratungsgespräch. Ja. Das muss man ehrlich sagen. Also wir haben Frauen, die sind dann totunglücklich. Und dann braucht es ja auch noch mal so einen Prozess. Ja, wie nehmen diese Frauen sich an? Wie kommen die klar? Ja, das eine ist diese körperliche Heilung, diese Gesundung des Körpers. Und das andere ist aber auch das, wie komme ich denn in diese Selbstannahme rein? Wie kann ich denn meinen Körper dann akzeptieren? Ja, also das ist schon wirklich schwierig. Es ist ein ganz großes Feld, das wir da auch abdecken. Und da müssen wir auch unsere Grenzen erkennen. Ne? Da muss ich auch sagen, da ist vielleicht therapeutische Hilfe angesagt oder Körperarbeit, in welcher Form auch immer. Muss ja keine Therapie sein, aber einfach, ja, das ist ist ein breites Feld dann auch. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich bei allen chronischen Erkrankungen ist es so ähnlich, dass wir, also diese Annahme vom Zustand, das ist so eine große Körperarbeit und einen Frieden schließen damit und auch drüber trauern, was alles passiert ist. Und das ist ja auch ein traumatisches Erlebnis. Also man ist von etwas losgegangen, wo einem Hoffnung versprochen wurde und dann ist alles noch schlimmer geworden. Das erst einmal zu verarbeiten und dann in die Annahme zu kommen, dass der Körper gut ist, so wie er ist, das sind alles ja, anstrengende Arbeiten, aber wenn man sie gemacht hat und überwunden hat, sind sie auch wunderschön. Und an deiner Geschichte ist auch so schön zu sehen, Birgit, wie ja, dir sowas passiert ist. Es war etwas Tragisches, also man könnte es auch mit einem Unfall vergleichen. Und dass du daraus jetzt so etwas Großartiges schöpfst, dass du sagst, okay, und ich stehe auf, auch wenn ich jetzt nicht mehr so arbeiten kann wie früher, auch wenn ich nicht mehr die Frau bin wie früher, aber wenigstens mache ich Mut anderen Frauen und sorge jetzt für Aufklärung. Wenn das die Industrie nicht macht, dann mache ich es. Also vielen Dank dafür, für diese Arbeit. Ja. Ja, es ist für mich also es ist eine Herzensangelegenheit und natürlich auch so eine Mischung aus erstmal Schock und Wut. Ich war ungeheuer wütend, bin ich auch häufig noch zwischendurch, klar, wie da mit uns umgegangen wird. Aber es ist so, ja, das gibt mir die Kraft, ja, das, was passiert ist. Und im Prinzip, ich habe ja auch wieder wirklich zugenommen. Also im Prinzip ist es für mich, ich sage heute, das musste passieren, damit die Aufklärungsarbeit jetzt da ist, wo sie ist. Ja, also inzwischen habe ich ja ganz, ganz tolle Frauen um mich, die das auch machen und helfen und da sind. Und wir klären auf so vielen Ebenen jetzt auf. Also wir helfen nicht nur den Frauen, sondern wir versuchen auf politischer Ebene mit den Institutionen zu arbeiten, mit dem BfArM. Wir versuchen auch Veränderungen zu bewirken. Ja, und also das gibt mir eine ungeheure Kraft. Ja, und gerade wenn dann wieder so wirklich so Schicksalsgeschichten neu zu uns stoßen in die Gruppe, dann das berührt mich schon immer noch sehr. Und dann denke ich, ja, es ist so wichtig, was wir machen. Ja, und genau. Also ja, mir ist es echt eine Herzensangelegenheit und vielen anderen zum Glück auch inzwischen. Und wir sind echt jetzt Powerpakete und klären auf. So gut,
so gut. Ja, ja, ja. Und es ist für mich immer noch schlimm, wenn Frauen halt wirklich auch nicht mehr gesund werden, ne? Also das tut mir echt unendlich leid. Ja, genau, wenn diese entzündliche Prozesse im Körper so ein Selbstläufer geworden ist. Aber auch da habe ich hatte so viele Entzündungen in meinem Körper mit meinen chronischen Erkrankungen und da habe ich mit der Ernährung sehr viel machen können. Und deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt die Corinna noch dazu und hören uns ihre inspirativen Gedanken zu dem Thema an. Herzlich willkommen, Corinna, zu diesem Gespräch. Wir haben gerade Birgits Geschichte angehört und ich bin noch total geflasht, weil ich noch ein bisschen so im Schockzustand bin, was passiert, wenn man einer Industrie die Verantwortung überlässt, in diesem Falle hier der Schönheitsindustrie. Du bist Functional Medicine Coach und du bist die Gründerin von Functional Medicine Europe Network. Und du bist auch ein Teil von dieser Bewegung Krank durch Brustimplantate. Herzlich willkommen hier. Vielleicht noch etwas kurz zu dir und wie du auch dazu gekommen bist. Also wie man sieht, ich habe keine Brustimplantate. Ich habe auch total Glück. Ich hatte nie welche, aber ich hatte einen Termin, um mir die Dinger setzen zu lassen. Und ich selber bin in die funktionelle Medizin gerutscht, über ganz viele spannende Geschichten, aber unter anderem auch durch eine eigene Erkrankung. Ich habe Hashimoto. Und habe dann aber nach meinem dritten Kind immer so, also tatsächlich war ich bei einer Frauenärztin und ich habe mich ausgezogen und die sah meine Brüste und guckte so völlig entsetzt. Und dann und das war aber das eine ganz nette. Und dann sagte sie, es tut ihr total leid. Also die hat wirklich, es tut mir so leid. Ich wollte das gar nicht. Aber weil ich halt sehr durchtrainiert bin, sagt sie, das ist schon irgendwie schade, ne? So, wenn man das so sieht. Und ich so, ja, finde ich auch. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das selbst Frauen so sehen und was mich halt immer genervt hat, ist, wenn ich mich bücke, dann kann man mir in den BH gucken und solche Sachen, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, so schöne Brüste wäre irgendwie schon eine coole Sache und habe aber gesagt, ich weiß genau, wenn ich mich informiere, werde ich es nicht machen. Wenn ich anfange zu lesen, dann weiß ich genau, ich werde es nicht machen. Also habe ich gesagt, ich ignoriere das, ich möchte auch mal was machen, was einfach nur Spaß macht und ich möchte schöne Brüste. Und dann habe ich mich informiert, was man so machen kann und war bei unterschiedlichen Ärzten und das hat sich auch alles immer ganz toll angehört und ich habe natürlich immer gefragt, kann man darauf reagieren? Und dann haben die gesagt, ja, man kann ja auf alles reagieren und ich könnte vielleicht einen Silikon-Allergietest machen und solche Sachen, aber so richtig, ja. Also jedenfalls hatte ich dann meinen Termin und habe mich da auch schon total drauf gefreut. Witzigerweise hat sich zur gleichen Zeit eine Freundin von mir auch entschieden, das machen zu lassen. Und wir hätten am gleichen Tag den OP-Termin haben sollen. Und sie hat sich unheimlich viel Sorgen gemacht vorher wegen der Narkose und solchen Sachen. Und ich war völlig ruhig. Ich war mir völlig sicher, dass ich das machen will. Gott sei Dank bis am Wochenende davor. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, guck du bitte ins Internet. Gib mal bitte ein, Autoimmunerkrankung und Brustimplantate. Bitte einfach nur mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Und er meinte dann so nach 2 Minuten so, ich glaube, da gibt es ganz viel. Und dann habe ich tatsächlich also den Termin 2 oder 3 Tage vor der tatsächlichen OP abgesagt. Natürlich nicht zur Freude des Arztes, aber zu meiner Freude im Endeffekt. Und so bin ich dann in diese ganze, auch in die Gruppe von der Birgit gestoßen oder zu der Gruppe gestoßen und finde es super, was dort gemacht wird. Ich finde es super, super wichtig. Und ich bin in der Gruppe geblieben, auch wenn ich keine Betroffene bin, Gott sei Dank, weil ich ja autoimmun betroffen bin. Und die Dinge, die in der Gruppe man immer wieder hört, das sind ganz häufig einfach autoimmune Reaktionen. Und ich habe leider nicht die Zeit, das so ausführlich zu machen, wie ich es immer gerne möchte, aber ich versuche einfach da auch so ein bisschen das Rational reinzubringen, weil die Frauen natürlich, die haben einen Fremdkörper im Körper, der Körper reagiert, der Körper hat ein Trauma erlebt, eine Operation ist immer ein Trauma, ne? Möglicherweise setzen sich da Schimmelpilze drauf oder es gibt sonstige Probleme und dann ist natürlich der Weg, das rauszuholen, aber die Frage ist, geht der Körper direkt zurück in den Ursprungszustand oder geht er jemals zurück in den Ursprungszustand, ne? Was ja bei Autoimmunerkrankungen in der Regel eben nicht der Fall ist. Wenn der Körper mal angefangen hat, sich zu wehren gegen was intern los ist, ist das nicht so einfach, ihn davon zu überzeugen, dass er damit aufhört, ne? Genau, du hattest gesagt, diese Autoimmunerkrankungen, die leisten natürlich Vorschub für solche entzündliche Prozesse. Und dass da
unbedingt diese Aufklärung benötigt wird, dass man nicht einfach jede Frau über einen Kamm schert und sagt, hey, es ist kein Problem, natürlich, man kann reagieren auf Brustimplantate, ja, aber in der Regel nicht. Also dass solche Ausflüge in Entschuldigen oder Kleinmachen der Situation, dass das nicht mehr passiert, wäre also diese Aufklärung so unglaublich wichtig. Und das andere, was du angesprochen hast, ist, dass der Körper in dieser modernen Welt mit entzündlichen Prozessen noch viel mehr konfrontiert ist. Und hier würde es mich interessieren, was du auch als Functional Medicine Coach in Richtung Ernährung sagst. Wie können wir dem Körper auch helfen? Sei es nun, wenn die Brustimplantate noch drin sind oder wenn sie dann entfernt wurden, um dem Körper zu helfen, diese Silikonreste oder Infektionen. Du hast auch vorhin Schimmelpilze erwähnt. Also dass der Körper wirklich diese Kraft entwickelt, das wieder auszuleiten. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Entzündung ein ganz normaler Prozess ist, ne? Also der Körper hat ständig Entzündungsreaktionen und so ist es eigentlich die ganze Zeit. Es nennt sich medizinisch, nennt sich das ganze Prinzip Hormesis. Also man wächst an der Herausforderung sozusagen. Und dementsprechend darf man Entzündung an und für sich auch nicht verteufeln. Das Problem ist, dass es schon genetisch bedingt eine unterschiedliche Empfänglichkeit oder eine unterschiedliche körperliche Antwort auf bestimmte Reize gibt. Also manche Leute entzünden ein bisschen und manche Leute entzünden extrem. Dementsprechend kann man auch da schon mal nicht pauschal sagen, ja, das ist bei dem einen so und bei dem anderen anders, ne? Und dann ist es einfach so, dass wenn man sich die Ernährung anguckt, natürlich immer die Frage ist, man kann es immer, wenn man sagt anti-entzündliche Ernährung, wird es in der Regel, weil das ja auch oft von irgendeiner Branche unterstützt wird, dieses Thema sehr stark auf anti-entzündliche Lebensmittel fokussiert, dass man sagt, was kann ich denn essen, was im Körper gegen Entzündung wirkt. Und da kann man ganz pauschal auch wieder sagen, es gibt Dinge, damit kommt einfach, also die wirken für jeden Menschen entzündlich. Wenn man sich Sachen anguckt wie Gluten oder Zucker über einen erhöhten Blutzuckerspiegel oder Milch über die ganzen fiesen Hormone und so, die da drin sind oder alles, was gespritzt ist, Pestizide, Herbizide, auch da wieder Schimmel. Das ist für jeden, jeder Mensch wird darauf entzündlich reagieren, je nachdem, wie er ausgestattet ist, mehr oder weniger, aber es ist immer entzündlich. Aber dann gibt es eben noch ganz, ganz viele Lebensmittel, die individuell entzündlich sind, ne? Das kann eine Allergie sein, es kann eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, es kann eine Sensitivität sein, ne? Und dementsprechend muss man einfach gucken auf das Individuum. Wie ist er aufgestellt? Haben wir eine hohe Entzündungsneigung? Und auf was genau reagiert derjenige denn jetzt entzündlich? Und dann muss man es natürlich entweder weglassen, reduzieren oder auch einfach gucken, dass die Verdauung besser funktioniert, ne, damit er es besser vertragen kann. Ja, genau, die Verdauung, also der Darm ist ja der Mittelpunkt überhaupt in ganz vielen medizinischen Bereichen, jetzt nicht in Europa und auch nicht in den USA, war das ja schon immer klar in der TCM oder im Ayurveda, dass der Darm eigentlich das wichtigste Organ ist. Und wenn der erkrankt ist, dann kann der Rest des Körpers einfach nicht so in Leistung bringen, wie er sollte. Und deswegen komme ich bei meinen Interviews immer wieder auf diesen Punkt, wie wichtig eigentlich die Ernährung ist in der Unterstützung, wenn jemand schon erkrankt ist. Hast du da noch konkrete Beispiele, wie das aussehen könnte? Also ich denke, du hast ja schon richtig gesagt, gerade wenn das Thema Entzündung angeschaut wird, die Verdauung, also alles, was vorher passiert, ne? Also es ist ja nicht so einfach mit der Verdauung, ne? Und die Sache ist, wenn unser Körper nicht in der Lage ist, das, was wir essen, so ganz, ganz klitzeklein zu machen, sodass es unserem Immunsystem auch ganz, ganz klitzeklein präsentiert wird, dann kann alles zum Entzündungstrigger werden, dann kann alles zum Antigen werden, weil unser Immunsystem einfach das in der Größe so da nicht haben will, ne? Und dann anfängt zu reagieren. Das ist eine ganz normale Situation. Und dementsprechend finde ich, wenn man den Darm anguckt, ganz häufig wird da auch ganz schnell dann Darmsanierung und Probiotika und was weiß ich, was man da macht. Erstmal die Verdauung angucken. Erstmal anschauen, dass das, was da runterkommt, auch wirklich in der Form dort ankommt, wie jetzt so wenig wie möglich Irritation hervorruft. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb bin ich auch so ein großer Freund von Eliminationsdiäten, ne? Nicht, weil das so schön klingt. Die meisten haben da nämlich überhaupt keine Lust drauf, wenn man sowas sagt. Aber gewisse Dinge weglassen und die Verdauung optimieren und gucken, dass der Körper mit dem, was wir essen,
zurechtkommt, so dass es ein Nährstoff ist. Ne? Das soll ja den Körper stark machen und ihn nicht schwächen. Ne? Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema. Wie ist das, Birgit? Habt ihr da auch in der Gruppe immer wieder Erfahrungen damit gemacht mit der Ernährung? Was ist da dein Gefühl? Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das hier das Phänomen ist bei uns, ob das in den USA anders betrachtet wird. Ich habe immer das Gefühl, dass doch der Anspruch ist immer oder der Wunsch ist immer, ich nehme jetzt einfach Nahrungsergänzungsmittel, also einfach, und dann wird es schon gehen. Und dann entgifte ich ein bisschen und mache eine Darmsanierung vielleicht noch, wie das Corinna gerade gesagt hat. Und ich glaube, dass gerade der Aspekt Ernährung hier oft hinten runterfällt. Also wenn ich das erwähne in der Gruppe, ich weiß nicht, ob viele sich ihre Ernährung so genau angucken. Ich glaube, dass hier nicht so viel Augenmerk darauf liegt und das ist schade, ja, also weil ich auch der Meinung bin, dass man damit ganz viel bewirken kann. Und ich bin immer jemand, ich kommuniziere auch immer in der Gruppe. Es gibt keine pauschalen Entgiftungstipps oder es gibt keine pauschale Hilfe. Das, wie es Corinna schon gesagt hat, wir sind Individuen und wir sind individuell erkrankt. Wir haben individuelle Verdauung, Mangelzustände und so weiter. Und wenn wir das nicht angucken, also ich kann keine pauschalen Hilfestellungen geben, kann ich nicht. Die Frage kommt immer wieder, was soll ich denn jetzt tun? Und dann schicke ich die Leute gerne auch mal zur Corinna. Ja, also weil ich denke, es muss individuell bleiben einfach. Ja, das ist so schön, auch gerade bei der Ernährung, wenn man mit den Personen arbeitet. Corinna, ist ja wirklich das Ganze anzuschauen, von wo kommt die Person, was sind die früheren Belastungen gewesen, wo steht man jetzt. Und Ernährung, Nahrung, das hat ja auch mit vielen Emotionen zu tun, Verbindungen, Traditionen, das spielt ja alles mit rein. Und da wirklich jemanden zu haben, der einen an die Hand nimmt und mal von außen drauf blickt und auch nicht mit diesem Druck arbeitet, komm, jetzt lassen wir da mal alles weg, sondern es Hand in Hand vorwärts geht, das ist so wertvoll. Das durfte ich in meiner Erkrankung auch erleben und das ist das, was chronische Erkrankte hier auf dem Kanal auch immer wieder erzählen, dass der Weg in die Heilung ist so ein Weg zu sich selbst eigentlich. Es ist immer mehr kennenlernen, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus. Und das in dem Thema oder in dem Kontext mit den Brustimplantaten ist ja dann nochmal auf ein anderes Niveau gehoben, weil man sich schon so intensiv mit seinem Körper auseinandergesetzt hat und vielleicht auch über Jahre in einer Verurteilungshaltung war. Und Nahrung kann ja pure Liebe sein, also gesunde Nahrungsmittel. Ich sage immer, ich habe mich darin verliebt, dann irgendwann in diese pflanzliche Ernährungsweise, die ich heute lebe. Und für mich war dann mein Heilungsweg auch so ein Liebesweg, zu sagen, ja, der passt zu mir. Und darin blühe ich auf. Und das hilft ja auch enorm, aus so einer Krankheitsepisode rauszugehen, wenn man sagt, hey, ich finde mich da und komme da an. Ja, da hast du definitiv recht. Und die Sache ist, ganz häufig trifft man einfach auf sehr starke Widerstände, das zu verändern, weil es auf der einen Art und Weise, es ist gewohnt, es ist bequem, alles andere klingt nach Arbeit. Es ist ja auch es ist eine Tradition, die man so hat. Man hat es jeden Tag so gemacht, eine Gewohnheit. Es ist immer schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Und die Leute haben das Gefühl, dass sie das, was sie essen, genießen. Und sie müssen dann sagen, okay, jetzt soll ich plötzlich was ich genieße, weglassen. Und also das ist jetzt sicherlich was jetzt nicht im Coaching im Vordergrund steht, wirklich ausgesprochen, aber im Grunde ist das die Kunst, die dahinter steckt, zu zeigen auch, dass das, was man als Genuss empfindet, oft einfach ein sehr einfacher Genuss ist, weil der im Grunde chemisch hergestellt wird. Da ist Zucker drin, da sind irgendwelche Stoffe drin, die einem das Gefühl geben, dass man jetzt glücklich ist. Aber das hat mit Nahrung nichts zu tun. Und ganz häufig haben die Leute ein sehr, sehr eingeschränktes Spektrum an Nahrungsmitteln, das sie überhaupt zu sich nehmen. Und deshalb versuche ich dann in der Praxis wieder zu gucken, dass ich dieses Thema, auch wenn ich mit fast jedem eine Eliminationsdiät mache, gar nicht das Thema Elimination aufkommen zu lassen, sondern Fokus auf neue Sachen, Dinge ausprobieren, auch zu gucken, wie man Dinge anders zubereiten kann, sodass sie dann vielleicht doch schmecken, auch wenn man das Gefühl hat, als Kind war Rosenkohl das Ekelhafteste auf der Welt, zu gucken, wie kann man es denn zubereiten, dass es tatsächlich auch lecker schmeckt und einfach zu machen ist. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, Birgit?
Ja, es wird halt auch oft als Verzicht empfunden, ne? Also, wenn ich dann erzähle, wir leben ja auch pflanzenbasiert, wenn ich das dann erzähle, da ist auch noch immer viel, Abwehr dabei, ne? Wenn man jemandem sagt: „Hör mal mit den Milchprodukten auf“, oder, da sagen viele tatsächlich auch: „Das kann ich nicht“, ja? Klar kann man's, ja. Es hat was mit Wollen zu tun, ja, also, ja. Ja, meine Lieben, was würdet ihr abschließend mitgeben als Ermutigung für Betroffene, die sich jetzt Gedanken machen und die schon merken, dass sie körperlich Symptome zeigen, ja, und noch nicht genau wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen? Für mich ist immer klar, und das kommuniziere ich immer, es ist nicht mit der Explantation getan, mit der sauberen Explantation, sondern das ist der erste große Schritt, eine große Quelle noch mal aus'm Körper rauszunehmen, ja, die Giftstoffe abgibt, und dann beginnt in meinen Augen die Heilreise. Ich nenne das so, ja, für mich ist es so, und die kann erst mal auch für mich so aussehen, dass man den Körper erst mal in Ruhe lässt, den erst mal sich erholen lässt von der Narkose und so weiter, und sich dann auch tatsächlich Unterstützung holt, wenn man merkt, der Körper braucht Unterstützung, sich professionelle Unterstützung holt, ja, bei Corinna, wo auch immer, um zu gucken, wie kann ich gesunden? Und für mich gehört dann natürlich, das habe ich vorhin angesprochen, für Frauen, die halt auch dann mit ihrem, Anblick nicht zurechtkommen, auch dazu, da in Arbeit zu gehen, ja, wie auch immer, über Frauengruppen, Körperarbeit, was auch immer, Therapie. Genau. Das ist für mich das ist 'n großes Thema. Es ist 'ne Heilreise auf verschiedenen Ebenen. Genau. Ja, und da kann ich nur dran anknüpfen, ne? Also, es ist tatsächlich, es ist 'ne Reise, es ist aber immer 'ne Reise. Also, nicht nur, wenn man Brustimplantate hat, ist Gesundheit 'ne Reise, sondern es ist was man jeden Tag, in der eigenen Hand hat, und man kann an jedem Tag in die richtige Richtung und in die falsche Richtung gehen. Und ich denke einfach, man sollte sich fokussieren, und das mache ich mit meinen Kunden immer, dass wir sagen: „Wir müssen gucken, wir müssen schauen, dass wir das priorisieren in deinem Leben und maximieren, was dir gut tut.“ Also wirklich genau hingucken, welche Dinge sind notwendig, wovon brauchst du mehr. Das kann jetzt wirklich, das kann auf Mikronährstoffebene sein, das kann auf Entgiftungsebene sein, das kann auf allen Ebenen sein, das kann aber auch auf Ebenen sein wie Schlaf, Entspannung, Bewegung, psychoemotionale Unterstützung. Ne, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite muss man gucken, Schritt für Schritt, was schadet dem Körper. Ne? Wenn man schon eine große Schadensquelle entfernt hat, wie jetzt beispielsweise Brustimplantate, muss man weiter gucken. Was steht meiner Gesundheit im Wege? Was tut mir nicht gut? Ja, Birgit? Ja, ich würde gerne noch abschließend einfach dazu sagen, ich weiß, wie schwierig das ist, aber ich glaube wirklich, 'n ganz großes Ziel wäre auch wieder von diesen Schönheitsidealen wegzukommen, die uns so sehr unter Druck setzen, ja, dass Frauen wirklich in jeder Form an sich rumschneiden lassen. Also, sind ja Brustimplantate nur ein kleiner Teil. Ja, also da werden ja die unmöglichsten OPs vorgenommen, und das finde ich tief, tief traurig, dass wir uns damit immer mehr von unserer Ursprünglichkeit, von unserer Weiblichkeit, entfernen. Auf ein Extrem folgt ein anderes Extrem. Das hat die Geschichte der Menschheit gezeigt. Es ist immer ein Hin- und Herpendeln, und deswegen ist es einfach so wichtig, dass so eine Aufklärungsarbeit stattfindet, wie ihr es macht. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Aufklärungsarbeit. Ich denke, das ist wichtig zu jeder Zeit und für jedes Alter und für jede Lebenssituation. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir da sein durften. Dankeschön. Danke euch auch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und zugelauscht, und ja, wie es Corinna und die Birgit einfach erzählt haben, es ist so wichtig, individuell sein Leben anzuschauen und zu fragen, was sind die eigenen Ziele, wo möchte man hin, und ja, sich den Informationen nicht zu verschließen. Ich denke, die Corinna hat auch ein schönes Beispiel gesagt, wo man innerlich, intuitiv merkt, es stimmt etwas nicht. Und ja, dass wir einfach mutiger werden und hinterfragen, wem geben wir die Verantwortung ab. Ich bin gespannt auf eure Gedanken und Kommentare und freue mich, wenn ihr sie unten bei mir lässt. Und auch einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.